Ich bin gerade mitten in Schweden unterwegs. Ich konnte die Fische heute Morgen wieder alle mit der Drohne in einer Ecke finden. Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einem neuen Video auf dem Polar in Deutschland Kanal. Ich bin gerade mitten in Schweden unterwegs. Hier bin ich die nächsten 2 Wochen mit meiner Freundin gemeinsam im Urlaub. Und die letzten 2 Nächte davon bin ich an einem privaten Gewässer auf Karpfen angeln und wollte da eigentlich ein Video für euch abdrehen. Ja, wie sagt man so schön, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, habe ich tatsächlich in den ersten paar Tagen unseres Urlaubs ein Gewässer nicht unweit von unserer Ferienwohnung finden können, wo Karpfen am Ufer gefressen haben. Natürlich habe ich mich erkundigt, man darf hier auch angeln und ich kann es mir natürlich absolut nicht nehmen lassen, jetzt hier mal zu versuchen, einen wegzuziehen. Mein erster schwedischer Karpfen, das wäre so geil und dann auch noch in einem öffentlichen Gewässer. Wer Schweden kennt, der weiß, wie schwierig das hier eigentlich ist, einen zu fangen. Und ich werde euch jetzt einfach mal mitnehmen und gucken, ob das klappt und wünsche euch schon mal viel Spaß beim Video. Versuche ich mal hier einen rauszukitzeln. Ich habe hier eine ganz kleine einzelne Tigernuss dran und mal gucken, ob die es richten werden. Ja, da bin ich wieder. Es hat geklappt. Ich habe endlich meinen ersten Fisch gefangen. Ich habe es hier echt ein paar Mal jetzt versucht. Habe die Fische auch immer gefunden mit der Drohne. Auch immer am Fressen, obwohl ich dachte, die wären noch in der Laichzeit. Die haben sich hier zwischen den Seerosen gesonnt. Man konnte auf der Drohne sehen, wie die zwischendurch gefressen haben. Ich habe die auf einem Plateau gefunden. Komplett alles aufgewühlt. Bestimmt 10 Fische gewesen. Ich bin sofort hingemoved. Aber die Fische sind, als ich angekommen bin, einfach nicht mehr da gewesen. Jetzt haben wir heute einen Chilltag gemacht. Ich habe total viel mir Gedanken gemacht, wie ich das jetzt hier angehe, dass ich hier meinen ersten schwedischen Karpfen bekomme. Und meine Freundin hat mir das total angemerkt und hat gesagt, komm, fahr dahin, versuch dir einen zu holen. Ich mache mein Handy auf laut, damit ich erreichbar bin. Und ja, was soll ich sagen? Es ist total windig heute. Ich finde die Fische also auch extrem schwierig mit der Drohne irgendwo, weil alles aufgewühlt ist im Flachen. Und ja, ich habe dann die Drohne hochgelassen, habe nichts gefunden in den Bereichen, wo ich die Fische letztes Mal alle gefunden habe. Und habe es dann aber doch noch mal versucht und was soll ich sagen, ich habe sie gefunden, voll am Fressen. Ich habe hier ein 57 Gramm Blei dran gemacht und eine Tigernuss, eine einzelne. Habe das vorsichtig reingeschlänzt mitten in die Seerosen. Und die Fische haben sofort mein Futter, was ich da, also die Partikel, die ich daneben geworfen habe, angenommen. Und es hat, glaube ich, 10 Minuten gedauert und dann ist der erste abgerannt. Yes, Alter, ich freue mich so richtig geil. Ja, hier ist er. Geil! Ich bin jetzt das 3. Mal hier. Ich
konnte die Fische heute Morgen wieder alle mit der Drohne in einer Ecke finden, wo die sich sonnen. Da habe ich die auch beim zweiten Mal, wo ich hier war, schon alle gesehen. Die sonnen sich jetzt zwar auch wieder, aber ich bin mir sicher, dass man da den einen oder anderen rausgekitzelt bekommt. Wir sind gespannt und ich melde mich, wenn was geht. Yes, Alter, ja! Geil, der zweite Fisch aus Schweden für mich. So, unsere 2 Wochen Urlaub sind jetzt um. Wir sind gerade auf dem Weg zum privaten Gewässer. Dass ich jetzt schon 2 Fische auf der Habenseite habe, hätte ich natürlich niemals gedacht. Aber jetzt bin ich erstmal richtig gespannt auf das, was mich da gleich vor Ort erwarten wird. Und ihr werdet natürlich dabei sein. Also, bis gleich. Wir sind jetzt angekommen, hier an einem richtig schönen idyllischen See, mitten im Wald und umgeben von wunderschöner Natur. Wie ihr sehen könnt, ich habe die Routen schon liegen. Das Zelt habe ich auch schon aufgebaut, denn es bahnt sich jetzt ein Wetterwechsel an. Dieser Wetterwechsel sollte uns eigentlich ordentlich in die Karten spielen, denn ich habe gehört, es hat hier schon seit mehreren Wochen keine Millimeter mehr geregnet. Ich bin sehr optimistisch, dass übers Wochenende hier noch der ein oder andere Fisch den Weg in den Kescher finden wird und werde euch natürlich mit dabei haben. Ja, geil, da ist der erste. Den zeige ich euch jetzt gleich mal. Richtig cool. Der erste Fisch aus diesem kleinen Waldsee für mich. Der hat auf eine einzelne Tigernuss mit einem kleinen Fake-Dumble gebissen. Und richtig geile Farbe. Guckt euch mal an, wie grau der ist. Richtig schwedisches Original. So, ich habe jetzt mal ein paar Spots vorbereitet. Da werde ich heute Nachmittag mal den einen oder anderen Versuch starten, wenn das Futter angenommen worden ist. Ich habe gestern hier viele Fische am Ufer ziehen gesehen. Vor allem in der Abendsonne war das richtig cool zu beobachten, wie die da mit ihren Rücken an der Wasseroberfläche rumgecruised sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die da nicht zum Biss überredet bekommt. Und deswegen werde ich das nachher einfach mal versuchen herauszufinden.
läuft irgendwie nicht so, wie es sein soll. Ich bin auf der Jagd nach dem schwedischen Beauty und ich fange nur Spiegler, Schuppis und jetzt auch noch einen Graser. Ich hoffe, der nächste ist der Beauty, den ich suche. Yes, Alter, geil. Das kannst du doch keinem erzählen. Wir sind jetzt hier ein bisschen die Stellen, die ich heute Morgen vorbereitet habe, abgelaufen. Und tatsächlich ist gerade die Route wieder abgelaufen. Und es ist einfach der Fisch, den ich heute Morgen erst gefangen habe. Ja, nach dem Graser und dem Wiederfang ist jetzt nichts mehr passiert. Wir sind wieder zurück zu unserem Camp gegangen, haben die Routen für die Nacht fertig gemacht und es ist jetzt auch schon die letzte Nacht für uns angebrochen hier in Schweden. Morgen geht es zurück nach Hause. Ich bin super dankbar für das, was ich jetzt schon erleben konnte. Hoffe natürlich dennoch, dass wir heute Nacht endlich den lang ersehnten Fully kriegen. Und ja, jetzt gucken wir erstmal, was die Nacht noch für uns bereithält. Boah, schaut euch mal diesen geilen Fisch an. Ist das ein Fisch, um den Urlaub passend zu beenden? Mega! Der Wetterwechsel hat uns so in die Karten gespielt. Den Fisch habe ich genau da gefangen, wo ich gestern Morgen den Fisch von fangen konnte. Und ich war mir sicher, dass auf dem harten Spot zwischen dem ganzen Schlamm hier nochmal einer vorbeikommt diese Nacht. Mega geil, wirklich. So, an dieser Stelle enden leider unsere 2 Wochen Urlaub hier in Schweden jetzt. Wir packen gleich alles zusammen und machen uns dann auf die lange Heimreise zurück nach Deutschland. Ich bin super dankbar für das, was ich die letzten 2 Wochen hier in Schweden erleben durfte und hätte mir natürlich im Leben nicht erträumen lassen können, dass es so gut läuft mit der Zeit, die ich hier zum Angeln eigentlich nur eingeplant habe. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in meine Angelei neben dem Urlaub geben und ihr hattet Spaß mit dem Video. Bis dann!